Ist euch das nicht auch schon mal passiert? Ihr habt von irgendjemandem ein Video oder ein Foto geschickt gekriegt, was halt Text beinhaltet, und ihr wolltet da den Text irgendwie entnehmen. Habt ihr wahrscheinlich den Text per Hand abgetippt. Das ist urzart natürlich. Deswegen gibt es sowas wie eine OCR, also eine Optical Character Recognition. Und was die jetzt macht, ist, die kriegt ein Foto oder ein Screenshot und die schaut sich an, wo ist der Text und was ist der Text. Das heißt sowohl Position als auch den eigentlichen Text. Und wir haben so ein System entwickelt, das Ganze auf Basis von künstlichen neuronalen Netzwerken. Hier seht ihr eine starke vereinfachte Version davon. Das Ganze sind Matrix-Multiplikationen. Und wie funktioniert unser System jetzt? Also da der OCR-Task allein zu komplex ist für ein neuronales Netzwerk, haben wir das Ganze in 2 Einzeltasks unterteilt. Das sind 2 neuronale Netzwerke. Das erste schaut sich nur an, wo ist jetzt der Text? Und das zweite nimmt dann den Text und schaut an, okay, hier steht der Text, was ist der eigentliche Text? Und für die Detection benutzen wir Craft, die Netzwerkarchitektur. Funktioniert so, dass wir hier ein Bild haben, zum Beispiel das links, und da wird eine Heatmap generiert. Die seht ihr in der Mitte. Und die beinhaltet praktisch, wie wahrscheinlich es ist, dass da ein Buchstabe und Text steht. Und auf Basis von dieser Heatmap werden Bounding Boxes berechnet. Also das seht ihr hier auf der rechten Seite. Genau, und dann haben wir selbst den Box-Cropper entwickelt. Der nimmt jetzt diese Bounding Boxes und schneidet die ganzen Wörter aus. Und zusätzlich werden sie noch korrigiert. Das heißt zum Beispiel, Text wird richtig gedreht, wenn er rotiert ist und ähnliches. Das heißt, wir haben jetzt ganz viele Bilder mit den einzelnen Wörtern. Und dann haben wir noch ein neuronales Netzwerk, unser Recognition Neural Network, CNN. Und das Ganze ermittelt dann den eigentlichen Text. Und wie funktioniert das? Weil ein neuronales Netzwerk sind ja Matrix-Multiplikation, sind ja Zahlen eigentlich, keine Buchstaben und so. Und wir machen das aber so, wir haben das Ganze tokenized, also wir predikten zum Beispiel 3264 ist zum Beispiel ein kleines a. Und solche Tokens haben wir für alle Buchstaben und Sonderzeichen vergeben, auch Umlaute zum Beispiel, die man so erkennen kann. Danach wird das Ganze noch ein bisschen post-processed, dass wir das schön im JSON-Format haben und das also wir bieten eine REST-API, die das Ganze dann schön für unseren Kunden rausgibt, mit Position, Wahrscheinlichkeit und dem Text. Genau, dafür haben wir auf eine komplexe Modellarchitektur gesetzt. Hier seht ihr zum Beispiel die von der Recognition, ja, mit vielen Layern, mit einem bidirektionalen LSTM. Genau, und mit dieser ziemlich komplexen Netzwerkarchitektur kommen wir auf eine Validation Accuracy von 88,99%. Das mag jetzt niedrig klingen, aber unser Validation Dataset ist wirklich highly sophisticated. Also das beinhaltet Bilder, die echt komplex sind. Ein Beispiel ist zum Beispiel das, was ihr rechts unten seht, mit Blur. Aber neben Blur haben wir auch Sachen drin wie White Theme, Dark Theme, Farben, Noise auch mit Jetpack Compression und alles. Und das sind teilweise Bilder drin, die so schwierig ist, dass ich die nicht selbst lesen kann. Das sind so Captures und so auch drin. Also das ist schon ziemlich gut. Und dieses Dataset haben wir selbst generiert. Also wir haben eine eigene Software geschrieben, die uns dieses Dataset generiert und alle Effekte selbst drauf macht. Und so können wir problemlos in einer halben Stunde 1 Million Bilder mit Text generieren. Hier seht ihr die Architektur, die wir benutzt haben. Wir haben uns entschieden, das Ganze möglichst modular aufzubauen. Deswegen haben wir hier diese objektorientierte Architektur benutzt, jeweils eine Klasse für den Cropper, für den Paragraph Merge oder merged Wörter zusammen zu ganzen Paragraphen und Zeilen und dann Craft, CNN und so neuronale Netzwerke, die auf ein Serving Entry Model zurückgreifen. Das Ganze, weil wir eine Microservice-Architektur benutzen. Das heißt, die neuronalen Netzwerke werden nicht bei uns processed, sondern wir haben ein TensorFlow Serving, das extern auf einem GPU-Cluster läuft, zusätzlich zu unserem Backend. So, jetzt schauen wir uns mal, was unser OCR kann. Im Gegensatz zur Apple LiveText zum Beispiel kann man unsere Sache on-premise hosten. Wir haben Batch Processing und Transform Correction. Dazu jetzt mal mehr. Und zwar hier seht ihr ein Beispiel. Zuerst, also so schaut das aus. Man hat die Checkboxen, die Bounding-Boxen und den Text. Und jetzt nehmen wir hier noch ein anderes Beispiel. Zack, YouTube-Video, Snip gemacht und einem Kollegen per E-Mail geschickt in einer Sekunde. Super praktisch. Und jetzt habe ich als Finale noch ein unfassbar schwieriges Bild vorbereitet mit Text, der gespiegelt und rotiert ist. Das ist das Schwierigste, was man OCR geben kann.
jetzt schauen wir uns mal Apple Live-Text an und ihr seht, die versagen komplett. Also die erkennen da irgendwie F32F oder irgendwelche Klammern, aber Apple hat es nicht geschafft, dieses Bild zu lösen. Jetzt schauen wir uns mal Amazon und Google an und nicht mal die haben es geschafft, dieses Bild zu lösen. Also wie ihr es schon seht, es wurden erst nicht alle Wörter erkannt und zweitens, selbst wenn sie erkannt wurden, dann steht hier 1625 oder so, aber kein einziges Mal das Wort Test, was richtig erkannt wurde. Und jetzt schauen wir mal, wie das die Spengergasse OCR macht. Dafür gebe ich genau das gleiche Bild in unserer OCR mit Transform Correction. Und wie ihr seht, wurde jedes Wort richtig als Test erkannt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.